So, da wollte ich noch was erzählen. Viele von euch wird es merkwürdig erscheinen, dass ich mich so Sorgen gemacht habe um Ethan King und die Blutbraut. Ja. Das ist bei mir so, ich habe die zwei ins Herz geschlossen, ich finde die sehr sympathisch und als sie sich lange nicht gemeldet haben, habe ich mich Sorgen gemacht. Das war bei WhatsApp auch so. Ich habe da zum Beispiel jetzt für den Jens da wirklich richtig tiefe Freundschaft empfunden und irgendwie gesehen wie ein großer Bruder. Und wenn er sich tagelang nicht gemeldet hat, habe ich in der Hoffnung, stimmt nichts passiert. Dann haben die andere Schule gemacht, wie der Julian und so, und die mich dann beruhigen müssen. Das kommt von meiner Vergangenheit. Ja. Also mein Schwager, der war so wie ein großer Bruder, wir haben sehr viel zusammen gemacht. Ja. Zusammen haben wir Wettkämpfe gemacht. Wir sind durch den Wald gegangen, wir sind Bogenschießen gegangen, wir haben ein Bier getrunken, wir haben quasi Musik gehört, wir haben Filme angeguckt, wir haben Videospiele zusammen gemacht, wir haben etc. gemacht. Ja. Und da kam ja eine Scheidung zwischen meiner Schwester und ihm und ich habe dann viel von meiner Schwester Zeit gehabt. Ihn habe ich dann so aus den Augen verloren. Ich habe ja meine eigenen Sachen noch gehabt, ja, eine Fernbeziehung und so weiter. Und der ist dann leider dann auch an Rückenmarkkrebs erkrankt, mein Schwager. Und dann ist der nach Amerika zurück. Er ist Amerikaner. Und dann habe ich auch irgendwann die Gedanken gehabt, du musst auch Zeit für ihn haben. Der ist dein großer Bruder. Du musst auch mal Zeit für ihn haben. Und dann, weil er jetzt so in der Vorne war, gut, ich habe schlechtes Gewissen gehabt, dass ich nicht früher für ihn Zeit gehabt habe. Dann habe ich mir eine E-Mail geschrieben und so. Und es ist lange keine Antwort zurückgekommen von ihm, was mir auch, wo ich dann gesagt habe zu mir selber, hoffentlich ist dir nichts passiert, dem wird bestimmt nichts passiert sein, das dauert halt seine Zeit, vielleicht noch andere Sachen zum tun, er wird sich bestimmt bald wieder melden. Ja, ja und dann ist ein bisschen später stand die Antwort von ihm zurückgekommen, dass er quasi verstorben ist. Er hat Selbstmord gemacht, hat sich dann selber hängt und das hat mich sehr traurig gemacht und fertig gemacht. Und das sind ein paar so, also aus der Vergangenheit entsteht auch mal Sorge, wenn sich mal die Leute sich in gewisser Zeit nicht meldet. Und es war auch, wir haben auch eine russische Freundin gehabt. Und ihr Vater, der war sehr väterlich zu mir, mit dem habe ich auch viel gemacht, Ringkämpfle und was immer Angler waren wir und was im Wald gemacht, Arbeitskollege war es auch. Und die Tochter von ihm, die wollte mit mir nicht mit zusammen sein, die wollte eher einen russischen Freund haben. Und dann ist es auseinandergegangen und hat er noch zu mir gesagt, du wolltest nicht meine Tochter heiraten, du brechst mir das Herz. Und ich sage, das liegt nicht an mir, die hat mit mir doch Schluss gemacht. So. Ja, du musst doch zu deiner Tochter gehen. Ich wollte nicht Schluss machen. So, und dann hat man sich aus den Augen verloren und habe ich den noch vom Supermarkt getroffen. Und ich habe gesagt, komm, war der auch geschieden und habe gesagt zu dem, ich habe jetzt nichts zum Schreiben, wir sollen in Kontakt bleiben, du weißt, wo ich wohne, komm einfach mal vorbei und dann können wir wieder was zusammen machen. Dann ist er nie vorbeigekommen und ich habe das bereut, dass ich dem nicht irgendwelche Handynummer oder sowas geschwind gegeben habe. Und dann viel später habe ich seinen Sohn getroffen und der hat zu mir dann gesagt, oh, mein Vater ist leider verstorben am Hirntumor. Ja? Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ja? Und mit einer dramatischen Vergangenheit. Und wenn sich aus den Gründen, wenn ich irgendwelche Leute sehr mag und die irgendwie lang sich nicht meldet, ja, dann mache ich mir auch tiefe Sorge und habe schon ein bisschen Panikanfall. Ja, aus dem Grund passiert es. Ja. Deswegen habe ich, wie damals im WhatsApp bei Jens, immer Sorge gemacht, wenn er sich tagelang nicht gemeldet hat. Und bei wochenlang, wo sich jetzt Ethan King und die Blutbraut keine Clips dreht haben, aus
aus dem Grund oder aus dem habe ich mir auch über denen dann Sorge gemacht.